Australia Zoo, Queensland. Kurz vor Sonnenaufgang liegt der Fluss still da. Nur das Zirpen der Zikaden durchbricht die Ruhe. Ein junger Mann wartet langsam ins trübe Wasser. Sein Blick fixiert eine Stelle nahe des Ufers, dort, wo sich seit Minuten nichts bewegt hat. Er kennt dieses Tier seit Jahren. Er hat ihm sogar einen Namen gegeben. Was er nicht ahnt, in wenigen Sekunden wird er unter 320 Kilogramm Reptil begraben liegen, ohne zu wissen, ob er in einer Minute noch atmen wird. Der Mann heißt Robert Irwin, Sohn von Steve Irwin, dem legendären Crocodile Hunter. Zusammen mit seiner Familie führt er bis heute den Australia Zoo in Beerwah. Nicht nur als Freizeitpark, sondern als aktives Forschungszentrum für Krokodilschutz. Vor Jahren hatte Irwin ein junges Salzwasserkrokodil aufgezogen und ihm aus Spaß den Namen eines amerikanischen Late-Night-Moderators gegeben. Aus dem Jungtier wurde das, was Fachleute einen Boss-Croc nennen. Ein territorial dominantes Männchen von über 4 Metern Länge. Die Irwin-Methode zur Wildkrokodilforschung, entwickelt von Steve Irwin selbst, klingt für Außenstehende halsbrecherisch. Um ein Tier zu vermessen, zu markieren oder zu untersuchen, muss ein geschulter Handler tatsächlich auf den Rücken des Krokodils springen und es dort fixieren. Kein Hobby, keine Mutprobe. Eine etablierte, jahrzehntelang erprobte Feldmethode professioneller Herpetologen. An diesem Morgen ist Irwins Ziel sein Namensvetter. Doch dieses Mal läuft es nicht nach Plan. Der Fehler: Der Sprung selbst gelingt. Irwin landet auf dem Rücken des Tieres, genau wie er es hunderte Male zuvor getan hat. Doch das Krokodil reagiert diesmal sofort mit dem, was Biologen als Todesrolle bezeichnen. Eine blitzschnelle, gewaltsame Drehung um die eigene Körperachse, mit der Krokodile in freier Wildbahn ihre Beute betäuben und zerteilen. Irwin wird unter das Tier gerissen. Ein Arm bleibt ungeschützt zur Seite hängen, während sich geschätzte 320 Kilogramm Gewicht auf ihn legen. In diesem Moment, wie er später selbst öffentlich schilderte, wusste er schlicht nicht, was als nächstes zu tun war. Das ist der entscheidende Punkt, den auch erfahrene Profis nie vergessen dürfen. Selbst mit jahrelanger Erfahrung, selbst mit bester Vorbereitung, bleibt die Todesrolle unberechenbar. Es gibt keine Garantie, keinen Trick, der zu 100% funktioniert. Genau deshalb ist diese Fangmethode ausschließlich geschultem Fachpersonal vorbehalten. Für Laien ist jede Annäherung an ein Krokodil im Wasser lebensgefährlich, unabhängig davon, wie ruhig das Tier wirkt. Das Krokodil dreht sich schließlich in die andere Richtung. Der Griff löst sich. Irwin kann sich befreien. Die Regeln. Was aber, wenn ein Krokodil einen Menschen ohne Vorwarnung packt, fernab jeder kontrollierten Forschungssituation? Überlebende und Fachleute sind sich in mehreren Punkten einig. Regel 1. Weg vom Wasser, koste es, was es wolle. Der Biss selbst ist meist nicht das Tödliche. Das Ertrinken beim Verschleppen ins tiefe Wasser ist es. Jede Sekunde an Land oder in Richtung Ufer zählt. Regel 2. Auf Augen- und Nasenlöcher zielen. Mehrere dokumentierte Überlebende, etwa die australische Philosophin Val Plumwood, konnten sich durch gezielte Schläge und Stiche in Richtung der Augen kurzzeitig aus dem Biss befreien. Regel 3. Die Kiefermuskulatur ausnutzen. Ein Krokodilkiefer schließt mit enormer Wucht, doch die Öffnungsmuskulatur ist vergleichsweise schwach. Wer die Kraft hat, kann ein bereits geschlossenes Maul mit beiden Händen zusammenhalten, um weiteres Zubeißen zu verhindern. Regel 4. Aggression statt Erstarren. Totstellen gilt unter Fachleuten nicht als sinnvolle Strategie. Lautes Schreien, Gegenwehr und der Versuch, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, erhöhen die Überlebenschance, auch weil Umstehende so schneller eingreifen können. Regel 5. Meiden ist die beste Verteidigung. Die meisten Angriffe ereignen sich in den warmen Nachmittagsstunden in trübem Wasser nahe Uferzonen. Wer in bekannten Krokodilgebieten unterwegs ist, sollte auf Warnschilder achten und niemals allein an unübersichtlichen Uferstellen baden. Faktencheck. Salzwasserkrokodile zählen zu den größten lebenden Reptilien der Erde und können ein Alter von rund 70 Jahren erreichen. Ihr Biss gehört zu den kräftigsten im Tierreich, deutlich stärker als der eines Löwen. Die Todesrolle selbst ist keine Seltenheit. Forschungen zeigen, dass praktisch alle heute lebenden Krokodilarten dieses Rotationsverhalten beherrschen, mit nur einer bekannten Ausnahme. Weltweit sterben jährlich hunderte Menschen bei Krokodilangriffen. Die meisten davon in Subsahara-Afrika durch Nilkrokodile sowie in Süd- und Südostasien. In Australien selbst enden nur etwa ein Viertel aller Salzwasserkrokodilangriffe tödlich. Ein Hinweis darauf, dass richtiges Verhalten im Ernstfall tatsächlich einen Unterschied macht. Robert Irwin kam mit dem Schrecken davon. Keine Frakturen, keine bleibenden Verletzungen. Nur eine Geschichte, die er später selbst mit einem Lächeln erzählte. Jimmy lebt bis heute im Schutzgebiet der Familie Irwin. Weiter beobachtet, weiter respektiert. Die Geschichte zeigt vor allem eines: Auch wer sein Leben der Erforschung dieser Tiere widmet, unterschätzt sie nie. Genau dieser Respekt, nicht Mut, nicht Kontrolle, ist es, der am Ende über Leben und Tod entscheidet.
In diesem Sinne, bleib sicher, bleib vorbereitet.